Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen richtig coolen kleinen Scaler für euch, wie ihr sehen könnt, und zwar die brandneue RC-Era C123. Wie ihr erkennen könnt, ist das eine EC135 und das Coole hierbei ist wieder, dass wir hier auch wieder einen richtigen Fenestron verbaut haben. Bei der kleinen Version diesmal auch auf der richtigen Seite. Natürlich ist er wieder RTF und mit einem Höhensensor ausgestattet, also für Anfänger sehr gut geeignet. Was er auch noch kann, ist auf dem Rücken fliegen, und was besonders ist, er kann auf dem Rücken fliegen und die Steuerung bleibt gleich. Das erzähle ich euch aber gleich nochmal alles in den Funktionen. Die C123 gibt es von RC-Era momentan in zwei verschiedenen Farben. Einmal, wie ich euch heute zeigen werde, in Champagner und einmal auch als blaue Police-Version. Ich würde sagen, wir fangen wieder an mit dem Packungsinhalt, dann zeige ich euch den Heli wieder etwas genauer, danach die Fernsteuerung und die Funktion und am Ende gehen wir natürlich nochmal fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Let's go! Ja, gehen wir den Packungsinhalt mal etwas schneller durch. Wir haben als allererstes eine kleine Tüte, dort befindet sich drin etwas Werkzeug und ein USB auf USB-C Ladekabel. Dann haben wir als allernächstes natürlich die Bedienungsanleitung, hier in Chinesisch und Englisch. Dann haben wir als nächstes die Akkus. In meinem Fall sind das jetzt hier zwei Lithium-Ionen-Akkus, 400 mAh 3S. Dann haben wir im Packungsinhalt noch vorhanden 4 Ersatz-Rotorblätter. Dann haben wir natürlich wie gewohnt bei einer RTF-Version einen 2,4 GHz Sender dabei. Den zeige ich euch gleich natürlich nochmal etwas genauer. Und last but not least natürlich die wunderschöne EC135, hier in der Champagnerfarbe. Und die zeige ich euch jetzt mal etwas genauer. Ja, werfen wir auch hier mal einen kurzen genaueren Blick auf die neue RC-Era C123. Die ist ja jetzt nochmal ein bisschen kleiner als die C190, aber was die Details angeht, ist die C123 trotzdem einen Ticken schicker, finde ich. Natürlich hat auch die kleine C123 jetzt einen richtigen Fenestron am Heck und hier sitzt der Rotor sogar auf der richtigen Seite, nämlich in Flugrichtung rechts. Damit ist die C123, soweit ich weiß, im Moment auch der kleinste RTF-Hubschrauber mit Fenestron. Hier sind natürlich auch wieder viele Nieten über den ganzen Rumpf verteilt, auch viele Blechstöße, die Türkonturen und sogar die Türschienen sind hier abgeformt. Und was ich besonders cool finde, sind auch die kleinen Stabantennen, die hinten angebracht sind. Das macht mal so richtig was her. Da verstehe ich auch nicht, warum die C190 das nicht hat. Ich finde, das macht einfach so viel aus von der Optik. Auch hier oben der typische EC135 Dombereich sieht wirklich klasse aus. Das Landegestell ist dafür jetzt eher etwas einfacher gehalten. Das sieht bei der Polizeiversion auch ganz anders aus. Wir haben bei der C123 auch wieder einen Vierblatt-Rotorkopf verbaut, aber die Blätter sehen hier diesmal schon etwas schicker aus als bei den anderen Mini-Helis. Die sind nämlich endlich mal nicht schwarz, sondern eher dunkelgrau und haben sogar eine schickere Optik bekommen und natürlich auch am Ende die gelben Blattspitzen. Die Rotorwelle, die Taumelscheibe und das Rotorkopf-Zentralstück sind wieder größtenteils aus Alu gefertigt und die Blatthalter natürlich wieder aus Kunststoff. Bewegt wird die Taumelscheibe standardmäßig von 3 Mikroservos. Als Antrieb haben wir hier wieder 2 Brushless-Motoren verbaut, die sowohl den Rotorkopf als auch das Heck direkt antreiben. Die genauen Motordaten habe ich jetzt leider nicht finden können. Die Beleuchtung ist hier auch wieder sehr schön gelungen. Wir haben wieder einen sehr hellen Landescheinwerfer, die Positionsleuchten an den Seitenfinnen und eine rot blinkende LED auf dem Seitenleitwerk. Hier vorne haben wir auch wieder einen Scheibenwischer und die Scheiben sind bei der C123 wieder schwarz, denn dahinter befindet sich das Akkufach und die ganze Elektronik. Man kann nämlich hier die vordere Haube auch wieder abnehmen und von vorne den Akku einschieben, bis er einrastet. Dann ist der Akku mit den Kontakten auch schon mit dem Heli verbunden. Darüber befindet sich das schaumstoffgelagerte Multiboard mit dem Gyro, dem Empfänger und dem Regler. Und hier vorne haben wir noch einen Schalter zum Ein- und Ausschalten des Helis. Wie anfangs schon gesagt, hat die C123 auch einen optischen Höhensensor verbaut. Der befindet sich natürlich wieder hier unten auf der Unterseite des Helis. Die Lackierung und die Decals sind auch alle sauber aufgebracht. Was auch richtig cool ist hier, dass die EC nach hinten so runter geht wie beim Original. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen in dieser Kategorie Heli. Ihr seht also, alles in allem wieder ein richtig schicker kleiner Scaler, die C123. Der Rotorkreis beträgt übrigens bei der C123 250 mm, die Rumpflänge 270 mm. Wir haben ein Abfluggewicht von ca. 172 Gramm und die Flugzeit beträgt je nach Flugstil ungefähr 7 bis 9 Minuten. Ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Drehtelleraufnahmen, dann könnt ihr nochmal alle Details schön sehen und dann zeige ich euch die Fernsteuerung und die Funktionen der C123.
Ja, wir haben hier wieder eine 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung, wie sie ja mittlerweile oft bei den kleinen Helis dabei ist. Die Knüppelaggregate sind auch hier wieder aus Kunststoff und die Knüppel aus Aluminium. Die lassen sich auch wieder in der Höhe verstellen. Und auch die Zackenkrone gibt es hier oben drauf wieder zum besseren Daumenfliegen. Alle Achsen sind auch hier federbelastet, da wir ja auch hier wieder eine Auto-Start- und Landefunktion haben. In der Mitte haben wir dann einen Ausschalter, darüber eine kleine Status-LED. Um die Knüppelaggregate haben wir dann wieder die Trimmschalter zum Nachtrimmen des Helis im Flug. Hier unten links haben wir dann den Knopf für die automatische Startfunktion. Wenn wir den einmal drücken, geht der Heli von alleine an, bzw. der Rotor fängt an zu drehen und der Heli steigt selbstständig ungefähr auf 1,5 Meter Höhe und dann können wir manuell weiterfliegen. Wir können aber auch mit dem Heli wieder ganz normal manuell starten, indem wir die beiden Knüppel nach außen unten ziehen und dann mit dem Gasknüppel starten lassen. Darunter befindet sich der Knopf für die automatische Landung. Wenn wir den im Flug drücken, geht der Heli von alleine runter und stellt sich dann auch nach einer gewissen Zeit von alleine ab. Auch hier können wir natürlich währenddessen wieder manuell eingreifen. Dann haben wir oben links den Schiebeschalter für die Taumelscheibenausschläge. Auf Stufe 1 haben wir die geringsten Ausschläge. In der Mitte auf Stufe 2 haben wir etwas mehr Ausschläge. Und rechts auf der Stufe 3 haben wir dann die höchsten Taumelscheibenausschläge. Auf der rechten Seite haben wir noch einen Notausknopf. Damit können wir den Motor in jeder Situation ausstellen. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Rückenflugfunktion. Hierfür müssen wir mindestens 3 Meter hoch sein, die Ausschläge auf Stufe 3 stellen und dann hier den Gastrimmhebel einmal nach oben drücken und dann den Rollknüppel zum Beispiel nach rechts drücken. Dann dreht sich der Heli von alleine auf den Rücken. Und das Besondere ist jetzt, dass die Steuerung für den Piloten genauso wie in Normalfluglage bleibt. Das heißt also, links und rechts bleibt links und rechts und auch vor und zurück und auch hoch runter bleibt gleich. Also perfekt für die Rückenfluganfänger geeignet. Zum Wiederumdrehen muss man die gleiche Prozedur noch einmal durchführen. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne sitzen und einen Griff zum Transportieren der Fernsteuerung. Auf der Rückseite haben wir dann noch das Akkufach. Hier passen 4 AA-Batterien rein und auf der Unterseite haben wir noch 2 Standfüße. Damit können wir die Fernsteuerung dann auch noch hinstellen.
Ja, kommen wir auch hier am Ende zu einem kleinen Fazit. Optisch, denke ich mal, gibt es wenig auszusetzen. Der Fenestron einfach genial. Auch so die Optik finde ich super genial mit den ganzen Nieten hier drauf. Was ich auch super schön finde, sind mittlerweile diese ganzen kleinen Antennen hier hinten dran. Das finde ich total cool. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass das Landegestell hätte etwas detaillierter sein können. Bei der Polizeivariante ist es ja auch schon detaillierter. Warum die das jetzt hier bei der Champagner-Version nicht gemacht haben, weiß ich auch nicht. Auf den Produktbildern ist zumindest das Landegestell das gleiche wie bei der Polizeiversion. Im Flug verhält sich die EC auch wieder perfekt. Die Stabilisierung funktioniert einwandfrei. Stabilisiert ist die C123 auch standardmäßig wieder so, wenn man die Sticks loslässt, dass er wieder in Neutrallage zurückgeht. Das funktioniert natürlich auch bei allen 3 Modis. Das Rückenfliegen hat auch super funktioniert, auch dass die Steuerung gleich bleibt, also wie beim Heli in Normallage. Das heißt also, wenn ihr auf dem Rücken fliegt, könnt ihr die gleichen Steuerbefehle eingeben für vor, zurück, links, rechts, wie als wenn ihr normal fliegen würde. Das ist ja eher ungewöhnlich, ist aber für Anfänger perfekt, weil die müssen sich nicht umstellen. Für einen, der schon Rücken fliegen kann, ist es natürlich eine Umgewöhnung, weil der natürlich drin hat, auf dem Rücken musst du natürlich dann auch ziehen, um hoch zu fliegen und nicht hochdrücken. Da muss man sich dann als gekonnter Flieger, sage ich mal, umstellen, aber für den Anfänger ist das wirklich eine perfekte Funktion. Die Stabilisierung funktioniert auch genauso wie in Normallage, also alles wunderbar. Das Heck hält mit dem Fenestron auch sehr gut. Ich habe mal ein paar Pitchstöße gegeben, da dreht der Heli sich auch nicht groß weg oder so, also das funktioniert auch super. Auch meinen obligatorischen Rührtest habe ich durchgeführt. Auch das hat er mit Bravour bestanden. Man kann mit den Sticks rühren, wie man will. Klar wackelt er dann, aber sobald man loslässt, stabilisiert er sich wieder und schwebt weiter. Also ich sag mal, den Hubschrauber zum Abstürzen zu bringen, ist schon eine große Kunst. Von der Lautstärke her sind die Fenestron-Modelle natürlich klar etwas lauter als die ohne Fenestron. Hält sich bei dem kleinen aber auch wieder in Grenzen. Klar könnten die immer besser klingen, aber ich finde, mittlerweile muss man echt schon froh sein, dass es solche coolen Modelle in der Optik und dann auch noch mit Fenestron in der Größe überhaupt gibt und dass sie auch noch super klasse fliegen. Auch bei der C123 piepst natürlich der Sender, sobald der Akku zur Neige geht. Zusätzlich blinken noch die LEDs am Heli. Wenn ihr das sehen oder hören solltet, würde ich auch umgehend, sag ich mal, in einer halben Minute vielleicht landen, damit der Akku nicht zu tiefenentladen wird. Auch die Autostart- und Landefunktion funktioniert einwandfrei. Ebenso der Höhensensor, da muss man dann als Anfänger nicht mehr auf die Höhe achten beim Fliegen, sondern kann sich mehr auf das Steuern konzentrieren. Ja, wenn euch die C123 gefällt, schaut mal gerne in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link reingestellt, über den ihr den Heli kaufen könnt. Ich denke mal, es gibt auch noch einen Rabattcode darunter. Ansonsten würde ich sagen, lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir sehr gerne einen Kommentar unter das Video, auch gerne mal schreiben, wie ihr den kleinen Heli findet, was haltet ihr vom Fenestron, was haltet ihr von den ganzen Details. Ansonsten, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, die Glocke natürlich nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao!